Südafrika, ein Land der Extreme, von trockenen Savannen über dichtes Buschland bis hin zu subtropischen Flussauen. Wir haben uns deshalb auf die Reise begeben, um euch die hier heimischen Arten etwas näher zu bringen. Und mitten in dieser beeindruckenden Natur liegt eines der bekanntesten Schutzgebiete Afrikas, der Kruger Nationalpark. Um dorthin zu kommen, müssen wir zunächst von Johannesburg ca. 5 Stunden, ungefähr 500 Kilometer fahren und machen zwischendurch eine Pause in einem anderen Nationalpark, wo wir auch schon die ersten Ameisen wie hier, eine Art der Gattung Polyrhachis, finden. So, jetzt geht's weiter zum eigentlichen Ziel, den Kruger Nationalpark. Viele der Gattungen, die wir aus der Ameisenhaltung kennen, stammen aus genau solchen Regionen und ihre natürlichen Lebensräume liefern uns natürlich wertvolle Hinweise für eine artgerechte Haltung. Mit fast 20.000 Quadratkilometern Fläche zählt er zu den größten Nationalparks Afrikas. Berühmt ist er für Löwen, Elefanten und Nashörner, doch ein Großteil des Lebens dort spielt sich im Verborgenen ab, direkt unter unseren Füßen, in Form von hochkomplexen Ameisenvölkern. Im Kruger Nationalpark leben mehrere hundert Ameisenarten, darunter viele Gattungen, die auch in der Ameisenhaltung bekannt sind. Besonders häufig vertreten sind unter anderem Camponotus, Polyrhachis, Paidole, Messor, Tetramorium und Crematogaster. Diese Ameisen haben sich perfekt an das warme bis heiße Klima angepasst, mit teils beeindruckenden Strategien. Die Gattung Camponotus, auch bekannt als Rossameise, ist in Südafrika weit verbreitet. Einige bauen ihre Nester sogar in den Wurzeln großer Savannenbäume. Ihre Aktivitäten verlagern sie oft in die Abend- oder Nachtstunden, um der großen Hitze zu entgehen. Ein klarer Unterschied zu vielen europäischen Arten der Gattung Camponotus, die deutlich kälteresistenter sind. Eine der spannendsten aus der aktiven Gattung im Kruger Nationalpark ist Paidole. In der afrikanischen Savanne übernehmen die Soldatinnen wichtige Aufgaben wie das Zerkleinern harter Samen, das Verteidigen des Nestes gegen andere Insekten und andere Tiere und das Verschließen von Nesteingängen bei extremer Hitze oder Trockenheit. Solche Strategien finden wir bei europäischen Ameisen nicht ganz so oft. Eine weitere Art ist die Myrmicaria natalensis, deren charakteristische Eigenschaft ein nach unten gekrümmter Gaster ist. Sie leben vorzugsweise in feuchteren Gebieten oder Waldrändern und sind an wärmere Temperaturen angepasst. Die sogenannte Trapjaw Ant, oder auch Schnappkiefermandibelameise genannt, besitzt extrem schnelle federartige Mandibeln, die blitzschnell zuschnappen können. Diese können Spitzengeschwindigkeit von über 126 bis 230 km/h erreichen und enorme Kräfte entfalten. Viele Ameisen der Gattung Odontomachus sind Einzeljäger, die am Boden nach Insekten im Laub suchen. Nach diesem spannenden Aufenthalt geht es nun weiter Richtung Süden zum St. Lucia Lake. Hier seht ihr ein Habitat, was für Südafrika relativ untypisch ist. Es ist sehr, sehr feucht und hier haben sich dann sehr viele im Baum lebende Ameisenarten niedergelassen. Auch zum Beispiel Crematogaster-ähnliche Nestbauweisen, diese wie Papierkartonnester in den Bäumen dann halt hängen. Lycophila longinoda lebt in den tropischen Wäldern Afrikas südlich der Sahara, von West bis Ost- und Südafrika. Sie ist eine der dominantesten baumlebenden Ameisen dort und kann ganze Baumkronen und sogar mehrere Bäume für sich beanspruchen. Connerien sind eine ursprüngliche weltweite Ameisenunterfamilie, oft auch Urameise genannt. Sie gelten als eine der ältesten noch heute existierenden Ameisenlinien. Viele Connerien sind Boden- oder Laubbewohner, nisten unter Steinen, in Erdhöhlen oder in verrottetem Holz. Sie jagen kleine Wirbellose aktiv oder als Lauerjäger, nutzen ihre Mandibeln und den Stachel, um Beute zu betäuben und zu töten. Wir setzen unseren Weg fort und erreichen die letzte Station dieser Reise, wo wir eine weitere interessante Art beobachten konnten. Polyrhachis-Arbeiterinnen sind 8 bis 9 mm groß und haben ein dichtes, silbrig wirkendes Haarkleid, das ihnen ein metallisches Aussehen verleiht. Viele Polyrhachis-Arten haben markante Dornen am Körper, die ihnen ein stacheliges, oft robustes Aussehen geben. Viele Arten in Südafrika leben in Bäumen oder Sträuchern, aber genaue Nestdaten sind noch sehr spärlich dokumentiert. Wir konnten aber genau das vor Ort beobachten. Wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass es für die subsaharische Region inklusive Südafrika über 60 bekannte Polyrhachis-Arten gibt und immer wieder neue Arten beschrieben werden. Der Kruger Nationalpark zeigt eindrucksvoll, wie Ameisen selbst unter extrem klimatischen Bedingungen erfolgreich sind. Ihre natürlichen Lebensräume liefern wertvolle Hinweise für eine artgerechte Ameisenhaltung. Denn egal ob afrikanische Savannen oder europäische Wälder, Ameisen sind das Fundament funktionierender Ökosysteme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt uns, welche Ameisenart euch am meisten begeistert haben.